Das ist eine Revolution in der Breite. 2,50 Meter breit in einem teilintegrierten, ja, das kennt man nur in Amerika, aber Kaabe hat es gebaut, denn man hat ein Raumgefühl in einem teilintegrierten wie in einem großen Liner. Und das ist Kaabe wirklich sehr gelungen. Es ist ein Fahrzeug auf Mercedes-Benz-Basis und es hat eine Besonderheit, es hat hier oben eine kleine Erhöhung, die wahrscheinlich dem Raum unglaublich zugute kommt. Und wie es innen aussieht, das werden wir gleich mal erfahren von Peter. Grüß dich, Peter. Grüß dich, hi. Ja, ich war heute bei euch zu Gast schon. Wir haben ein voll integriertes Modell gezeigt, da haben wir ein Video gemacht. Und das ist jetzt ein teilintegrierter, wobei, muss ich ganz ehrlich sagen, der gefällt mir fast noch besser, weil natürlich das Fahrzeug Mercedes-Benz hier komplett in seiner Schönheit zu sehen ist. Genau. Wir haben dieses Modell 87 mit der Breite schon einige Jahre auf dem Markt, aber jetzt ist das hier eine ganz große Neuheit, jetzt auch auf Basis von Mercedes-Benz. Ja, ihr seid unglaublich zufrieden mit Mercedes-Benz. Ja. Es gab einiges zu lösen. Das Thema ist natürlich Heizung. Ihr seid die Spezialisten für skandinavische Verhältnisse. Und da muss es immer schön warm sein? Ja, das sind tolle Gespräche und nicht immer so einfach. Aber wir haben es gelöst, wir haben es geschafft und ja, wir sind ganz glücklich, dass wir dieses Modell genau anbieten können auf Mercedes-Benz, weil das ist das Modell, was wir am meisten bei Kaabe verkaufen. Wegen dieser Breite, wegen das Raumgefühl, wegen aller Staumöglichkeiten. Aber die Kunden haben vorher gesagt, wir brauchen es auf Mercedes. Das ist einfach gesagt, aber nicht einfach gemacht. Aber jetzt haben wir es hier auf der Caravan Salon in Düsseldorf. Ja, wenn das hier in Amerika gezeigt wird, ich nehme an, ihr habt Anfragen auch aus den USA, weil, habt ihr? Nee, noch nicht. Noch nicht? Wir sagen so, wir können besser eine Sache gut machen und mehrere Sachen halb. Wir konzentrieren uns erstmal auf Europa und ganz ehrlich, im Moment südlicher aus der Schweiz sind wir noch nicht vertreten. Wir sind ganz stark in Skandinavien natürlich, aber auch sind wir in Deutschland gut unterwegs und der Markt hat so viel Potenzial, dass wir auch sagen, hier in Deutschland, da geben wir jetzt Gas. Und Amerika, ganz ehrlich, ist im Moment noch nicht so wichtig. Nee, es hätte nur sein können, wenn jetzt jemand die Videos sieht, ja in Amerika, die lieben die lieben Mercedes-Benz. Ja. Der Sprinter startet da richtig durch, der wird ja auch dort drüben verkauft und gebaut, ist homogenisiert in Amerika. Ja. Und deswegen werden diese Videos auch sehr gerne in Amerika geschaut. Aber wir machen es zum Glück nicht auf Englisch, sonst wäre die Hölle los, denn viele wollen es haben. Ja, Kaabe, vielleicht ein, zwei Takte dazu, ihr baut Qualität. Wir bauen Qualität und nicht nur das, wir bauen Fahrzeuge um Camping zu machen für das ganze Jahr, in alle Temperaturen, ganz extrem hoch oder ganz extrem niedrig. Ja, vorne steht da Royal X 780 LXL, King Size. King Size, das ist Bett. Diese 2,50 Breite. LXL bedeutet diese L-Küche zusammen mit das französische Bett und X, weil es ein Crossover ist mit der ganz schön verarbeiteten Hubbett. Das sehen wir später mal. Ja, es kommt unglaublich gut an auf der Messe. Ihr habt einige Leute hier. Die Omnistor ist oben drauf. Sie ist aufgesetzt, aber wirkt trotzdem nicht als Fremdkörper, weil sie exakt in dem gleichen Weiß ist wie das Fahrzeug. Es geht fast unter. Ja, das ist auch wieder die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten, in diesem Fall Tülle. Das hat auch sehr gut funktioniert. Ja, ich zeige mal ein kleines Highlight. Das hier ist kein Dekor, was aufgebracht wurde, sondern das ist tatsächlich auf die Front aufgedruckt. Genau, wir nennen das bei Kaabe Innovation Design und wir sind die Einzigen, die das anbieten. Das ist ein Alublech, wobei die Dekos, die sind angebracht mit einer Drücktechnik. Und ganz theoretisch kannst du da alles haben, was du willst. Das ist aber das Kaabe Design, das kennt man. Ja. Und das wollen die Leute auch, dass man es erkennt. Also wenn man ein Kaabe hat, dann fällt man auf einem Campingplatz, denn es gibt nicht so viele. Und hier ist das ganz Wichtige, es ist tatsächlich made in Sweden. Sehr wichtig, auch dass wir das zeigen natürlich. Schweden baut auch ganz tolle Produkte. Ja, wir kennen das. Ein wunderschönes Heck geformt. Ja. Auch das ist nicht günstig, wenn man hier so Kleinigkeiten mal so eben rausformt und dann Werkzeuge bauen muss. Und es ist sehr glatt geworden. Was ist das für ein Material? Ist das GFK? Oder? Das ist ein GFK.
Aber auf der Innenseite, das sehen wir natürlich nicht, aber das ist Alublech und das ist ganz wichtig wegen dieses Komfort, was wir brauchen für das ganze Jahr. Also das hier, was GfK ist nur optisch. Und ganz schön vielleicht nochmal zu zeigen, dass wir das dritte Bremsleuchte auch haben. Jemand hat die Beleuchtung jetzt ausgemacht, aber wir können bei Kaabe immer auch die Parkbeleuchtung anmachen und dann kommt das dritte Bremsleuchte mit. Und das ist ganz schön. Das ist das Logo? Das ist das Logo, das ist dann beleuchtet. Ich werde es später mal anmachen. Und dann können wir jetzt schön zeigen, dass wir ein Kaabe haben. Schön. Ja, das Heck ist ja das, was man sieht. Die Leute sind begeistert vom Design. Gefällt es Ihnen? Ja, sehr gut. Und auch bestimmt dieses Jahr, ganz ehrlich, im Vergleich mit den vorherigen Jahren war es vielleicht ein bisschen zu extrem. Jetzt, wenn wir auch sehen innen, dass es viel mehr in Harmonie ist und das kommt sehr gut an. Neues Holzdekor. Also die Zugmaschine Mercedes-Benz tut dem Auto gut. Ihr seid Spezialist, Leute gehen damit in den Skiurlaub, in den Winterurlaub. Ja. Da habt ihr spezielle Lösungen für, richtig? Genau. Und nicht nur Skiurlaub. Es ist auch, wir haben auch unsere Kunden. Ich habe sogar eine Kunde vor einigen Wochen gesprochen, der war an der Grenze mit Iran. Also die ist ganz durch die Türkei gefahren und ja, die haben keinen Schnee, nicht wo der Kunde da war. Und dann hat man auch das Vorteil, das ist sehr viel Komfort, das Fahrzeug ist ganz kühl. Das heißt, die Isolierung ist wirklich sehr gut. Der beste, der da ist. Das heißt, ihr habt euch sehr viel Mühe gegeben bei Sachen, die man nicht sieht, richtig? Das heißt an der Wand. Genau. Darum sind auch diese Querschnitte so wichtig auf einer Messe, dass wir auch zeigen können, wie wir das gebaut haben. Und es ist nicht nur die Isolierung mit höheren Isolationswerten, es ist auch so, dass diese Isolation ist auch sehr stark und die Konstruktion ist dadurch auch sehr gut zu behalten. Also man hört das auch während der Fahrt nicht. Und für uns im Werk ist es dann einfach, weil wir können alles direkt an der Wand schrauben. Wir haben keine Verstärkung in der Wände und die Zellen von dieser Isolation sind so nah dran, dass Feuchtigkeit hat keine Chance. Wenn du mal so lieb bist, hier mal aufmachst, das wäre jetzt der Arbeitsplatz. Den Sitz hier kann ich drehen oder ist der fest? Die kannst du drehen, ja. Kann man drehen. Auch hier riecht, es riecht nach Kfz, es riecht nicht nach Wohnmobil. Ja, das ist das neue M-Bux-System von Mercedes-Benz. Also im Nutzfahrzeug habe ich jetzt die Technik aus der Automobilindustrie, aus PKWs. Ganz genau. M-Bux. Ganz genau. MBUX, da ist es. Automatikgetriebe. Ihr verkauft die Autos nur mit Automatik? Nur mit Automatik. Ich glaube, alles andere macht keinen Sinn, oder? Nee, in dieser Liga muss es Automatikgetriebe sein. Mit allen möglichen Sicherheitssystemen. Wir haben aktive und auch passive Sicherheitssysteme. So ist auch zum Beispiel der Wassertank hat auch eine Verstärkung, so dass es, wenn mit einem Crash, dass dann eigentlich nichts passieren kann mit Wassertanks, mit Batterien und so weiter. Ich zeige mal gerade ein kleines Detail. Hier ist eine Matte drin. Ja. Die ist auch beheizt? Das ist die Heizung. Das ist die Fußbodenheizung, die wir hier montiert haben. So, weil die Kabine ist natürlich eine kalte Brücke und dort brauchen wir zusätzlich nochmal Fußbodenheizung auch in der Kabine, was wir schon natürlich serienmäßig auch haben in der Living, in das Wohnbereich. Toll. Ja, wir gehen am besten mal rein, schauen uns das mal an. Ja, Zeiten von Corona, 20.000 Menschen dürfen zeitgleich rein. Das letzte Wochenende, war das schon gut? Och, das war sehr gut. Also wir sehen auch, dass der Kunde, die sind begeistert und wir haben so viele Angebote gemacht und auch so viele Fahrzeuge jetzt verkauft auf der Messe. Das hatten wir nicht erwartet und sicher nicht in diese Zeiten. Ja, ich zeige mal gerade, hier sprechen wir über einen Endpreis 136.000 €. Das hat natürlich seinen Preis. 2 bis 6 Personen können hier schlafen, aber optimal wahrscheinlich für 2 Personen. Hubbett mit drin? Hubbett drin und das werde ich dir mal später zeigen. Aber du siehst schon, das Hubbett ist hier vorne, das Bereich vorne und das ist ganz schön verarbeitet. Es ist überhaupt nicht zu sehen. Das ist gar nicht zu sehen. Nee, das gibt's doch gar nicht. Nee. Genau, das ist doch unglaublich. Ihr habt ein Hubbett gemacht, was man nicht sieht. Das Hubbett ist nicht da.
Ach, da ist ein Hubbett? Ich habe es gerade gar nicht mitbekommen. Wo soll denn das sein? Warte, Augenblick mal, Peter. Ich zeig mal gerade, was du machst. Du hast eine eigene Steuerung. Ihr habt eine Steuerung entwickelt zusammen mit Dometic, richtig? Mit Dometic, das stimmt. Also hier sind alle Funktionen sind drin. Natürlich die Beleuchtung, das Hubbett, die Heizung, Wasserpumpe und alles Mögliche. Klimaanlage. Also hier sieht aus wie ein Flugzeugcockpit, so ein bisschen, Ja, oder? Ja. So als wärst du eine, Hübsch, ne? ein Learjet, Cessna. Ja. Richtig So soll cool. es sein. Und das Hubbett, ja, bitte mach mal. Ich bin ganz geflasht. Also jetzt bin ich gespannt. Ist das krank? Oh mein Gott. Das kommt komplett nach unten Das natürlich. ist ja voll groß. Das ist sehr groß. Ich mache es nicht weiter. Du musst eigentlich diese Polster mal wegnehmen. Ja. Aber das kommt bis hier. Ja. Du kannst ganz einfach einsteigen mit einer Leiter und dann hast du ein ganz tolles Bett für 2 Personen. Hallo? Wie groß ist das Bett? Ungefähr. 1,40 Meter. 1,40 Meter mal 2 Meter. Achso, die komplette Fahrzeugbreite fast, oder? Also ja, weil wir sind, sag mal, 2,30 Meter breiter. Für das Bett nur, ne? Und es kommt ziemlich weit runter. Das heißt, ich habe einen sehr leichten Einstieg dann. Das Polster auf der rechten Seite nimmt man dann weg, richtig? Ja. Genau, wir machen nochmal hoch. Maximal 200 Kilogramm Belastung. Wobei ich habe gehört, dass die Schweden auch mal das getestet haben für 202 Kilo, Ja, oder? natürlich, es gibt eine Toleranz. Also auch mit 250 würde das sehr wahrscheinlich reichen, aber wir zeigen 200 Kilo. Und das reicht doch auch mit 2 Personen. Ja, ich denke auch. Ja, hier vorne ist das Cockpit genial integriert. Ihr habt euch viel Mühe gegeben in der Integration des Cockpits in den Innenraum. Also das ist so, damit das Ganze nicht schlimm aussieht, sage ich mal. Aber es ist mit dem Schwarz vorne, ist unglaublich edel, oder? Sehr, sehr schön. Sehr, Gefällt dir? Ja, ja. Und nicht nur mir, es geht nicht nur um mich, aber unsere Kunden natürlich und was wir so hören von unseren Händlern, von unseren Besuchern hier auf der Messe, dass es sehr gut angekommen ist. Es gibt das Fahrzeug hier mit 4x4? Nee, gibt es nicht. Nee, Ne? nee, das haben wir noch nicht im Programm. Hier vorne ist nochmal das M-Box-System, was man sieht. Also richtig toll. Und jetzt hier, wenn ich mal kurz hinsetze, Patricia, dann zeige ich mal gerade das Raumgefühl hier drin. Das ist natürlich bei 2,50 Meter Breite, ist es auf Wohnwagenniveau, richtig? Das stimmt. Ja. Und wie gesagt, der Einzige, die so breit Reisemobile bauen. Und wir sind bei Kabe, wobei man auch bei niedrigen Temperaturen in das Fahrzeug ist. Und dann brauchst du auch Komfort und das Raumgefühl. Ja, Patricia, das ist ja jetzt mal, es ist was ganz anderes. Also genauso Kabe hat was gebaut, was du hier auf der Messe kein zweites Mal findest. Also hier das Leder allein, das wirkt so ein bisschen, das könnte auch Maybach sein, ja, so. Nein, ist wirklich sehr schön. Ihr habt unglaublich viele Details verwirklicht, oder? Ja, das stimmt. Wir haben über alles nachgedacht. Und bei Kabe ist es auch Pflicht, dass wir selbst mit Reisemobile und Wohnwagen Camping machen. Und dann erleben wir auch selbst, was wir auch falsch gemacht haben und was wir ändern müssen. Und mittlerweile haben wir Fahrzeuge, wobei man denkt, ach, das haben wir doch eigentlich ganz klug gemacht und so schöne Lösungen. Sag mal, die Leute, die schauen ja wahrscheinlich wenig Fernsehen. Ihr baut die Fernseher wahrscheinlich erst zum Schluss ein, wenn der Kunde sagt, wo er sie gerne hätte. Ja, und Fernsehen gibt so viele Möglichkeiten, dass wir mit Zusammenarbeit mit unseren Händlern gesagt haben, das machen wir dann nicht ab Werk. Das ist dann eine Sache, was der Händler für den Kunde einbaut. Ja, ich habe eine Fritzbox drin, ihr habt einen TP-Link-Router drin, denn das Thema LTE in den Fahrzeugen wird immer wichtiger. Es gibt Europa-Flatrates. Ja. Viele schauen auf Fernsehen über LTE, das ist so. Das heißt, man braucht nur noch ein Tablet, keinen Fernseher mehr. Ganz einfach. Das schönes WLAN in dein Reisemobil oder Wohnwagen. Ja, toll ist auch. Ist hier auch eine Heizung drin hier unten? Hier, der Heizung ist überall, auch hier. Das ist dahinter ist das verbaut, aber du meinst wahrscheinlich Trocknen. auch dieser Trockenschrank. Ja. Und das ist dahinter Patricia, in die großen. Genau, da ist Dann nämlich das. Dann siehst du hier den Kleiderschrank und wenn du diese schwarze Gitter mal wegnimmst, dann siehst du auch dort die Heizung verbaut. Das ist schon gigantisch. Also man hat hier die Heizung drüber, das heißt, es kann erstmal abtropfen und dann wird es trocken. Gerade dann, wenn ich mal mit irgendwelchen nassen Sachen oder sowas mal, das ist toll. Ja, die Schränke, die Küche, das ist ja ein wesentlicher Bereich. Dieser Backofen hier, da habe ich das Gefühl, den kenne ich aus eurem Wohnwagen, oder? Ja, natürlich, ja. Die haben wir bei unserem Wohnwagen und
Auch das hier ist serienmäßig wieder verbaut. Ganz toll, ja. Wenn du mal gerade so lieb bist, Patricia, mal ein kleines Detail zeigst, da ist ein kleiner Hebel hier. Siehst du den rechts? Den? Dieses schwarze, ja. Genau, du erklärst uns das mal bitte. Jetzt hat Patricia das zugemacht, ganz einfach mit einem alles Schloss. zu. Und jetzt ist alles so, jetzt wieder geöffnet und du kannst das auch ganz einfach so wegschießen, dann ist das alles Softclose. Und das sind so von diesen Feinheiten, die sehr gut durchdacht sind. Ja, die Schalter sind richtige Lichtschalter, wie man sie kennt von zu Hause, die kann man sogar treffen. Ja, und dämmbar, ja. Toll. Ja, was mir direkt aufgefallen ist, ihr habt natürlich den Dometic-Schrank hier, aber ihr habt die Oberflächen designt. Das heißt also, damit dieser wunderschöne Kühlschrank, der von beiden Seiten zu öffnen ist, einmal aus dem Wohnbereich und einmal aus dem Schlafbereich, habt ihr mit einer Außenfront versehen, die unglaublich edel wirkt. Das sieht toll aus. Überall habt ihr Ambiente-Light. Überall. Großes Kino. Ja. Ja, wie ist das hier denn jetzt in den Niederlanden? Sind da auch schon ein paar Stück, die auf der Straße sind? Da sind wir schon lange unterwegs mit unserem Reisemobil. Dann haben wir auch richtig gut verkauft. Was natürlich in Holland eine Sache ist, das sind diese 3,5 Tonnen. Aber auch dort bieten wir einen super Service, wobei wir sagen, wenn ein Kunde ein Kabe-Reisemobil kauft in den Niederlanden und er fehlt ihm dieser Führerschein, dann bieten wir das kostenlos an. Was kostenlos? Dieser Führerschein C1. Echt? Ja, kein Witz. Der C1, Der C1 bis 7,5 Tonnen. Bieten wir kostenlos an, wenn man ein Kabe-Reisemobil kauft über 3,5 Tonnen. Okay, das heißt, man kann denn in die Niederlande fahren und dort einen Führerschein machen, wenn man noch keinen hat? Genau. Ja, ist natürlich in Deutschland, die Älteren, die haben das. Ja. Es ist aber gar nicht so schwer. Es kostet ungefähr 2.000 €, den nachzumachen. Man muss einmal ein bisschen pauken, aber es ist nicht so wild. Am besten gleich den C1E machen. Ja, ja. Das ist ja eine Alde mit drin. Ihr schwört auf Alde, ist gut? Ja, wir machen nur Alde, das machen wir 10 Jahren schon. Das ist die beste Heizung, die es gibt. Und bei Kabe ist es auch so, wir bauen das Reisemobil um die Heizung ein. Also wir haben das Fahrgestell, den Boden und dann schon die Heizung. Und das ganze Reisemobil wird da hingebaut. Es ist nicht so wie bei anderen Herstellern, die einfach eine alte Heizung einbauen, nachher fast. Das ist eine andere Philosophie bei Kabe. Ich habe selbst eine 3020. Sie lässt einen nicht im Stich, so muss man sagen. Man muss aber, glaube ich, alle 2-3 Jahre Service machen, richtig? Ja, das stimmt. Ja. So, du gehst mal bitte rein, denn auch das Bad. Ich habe gehört, die Leute in Skandinavien sind groß. Die sind groß, genauso wie hier in Deutschland oder in Holland. Und wir haben auch Skandinavier, das sind doch die großen die Wikinger. großen, ja. Nee, das war Spaß. Aber, ich sag mal, die Dusche ist groß genug? Die Dusche ist sehr groß. Groß Okay, genug, wenn ich auf Toilette gehe, kann ich einfach zumachen. Zumachen. Feierabend. So, ich habe ein Fenster natürlich mit drin. Das ist so ein bisschen wie im Flugzeug, oder? Das ist schön. Wenn du mal kurz hinten reingehst in die Dusche, sie hat extra weiche Turnschuhe an, kann nichts passieren. Gut vorbereitet. Sehr schön, ja. Die Höhe, du bist 1,67? Ja, genau. Ach so, du kannst dich ausstrecken, oder was? Naja, das ist auch für die Kleidung. Wenn du willst, kannst du auch deine nasse Kleidung noch dort aufhängen. Maximal 10 Kilogramm steht drauf, das ist also kein Spielzeug. Nee. Und weil auch das Badezimmer ist und Duschkabine ist geheizt. Da unten und da hinten laufen die Schläuche für die Heizung. Boah, ist das schön. Es ist alles schön. Es ist so irgendwie so, aber es ist natürlich auch sehr exklusiv. Man fährt ein Fahrzeug, was man nicht an jeder Ecke sieht. Nein. Das ist was ganz Außergewöhnliches. Genau. Und das ist hier gebaut für Kunden, die sagen, naja, wir gehen nicht 3 Wochen in Urlaub, wir gehen für 3 Monate oder das ganze Jahr. Und wir gehen von Norwegen bis zum Marokko und man hat bei Kabe immer Komfort. Einfach mal drücken und dann geht's. Genau, Press, hier habe ich dann nochmal überall die Heizung, das ist ja Wahnsinn. Ja. Abwasser, Heizung. Und du siehst auch, dass alles belüftet ist, also die Schränke. Du siehst überall eine Spalte, Ja. Doppelboden, alles um die Belüftung auch zusammen mit der Heizung natürlich gut zu arbeiten zu lassen. Ich kann mir vorstellen, wenn man in Skiurlaub geht, ja, man fährt das und viele aus den Niederlanden, die gehen ja gerne in Skiurlaub, so ist es. Ja, so ist es. Und du auch, oder? Ich auch. Ja. Und alle Klamotten sind nass, wenn du Alles reinkommst. ist nass. Alles ist nass. Und dann, Ja,
dann merkst du bei einem Kabel, ich habe selbst die Erfahrung wirklich, dass man einfach die Heizung mal anmacht und das ist besser wie zu Hause. Das können wir hier auch besser konditionieren. Das ist ein Fahrzeug von 7,80 Meter bei 2,50 und das ist optimal, ist das gebaut für jedes Jahr, jede Zeit in das Jahr. Du hast mir erzählt, ihr habt sehr viele junge Kunden mittlerweile, die ihr anzieht, ja. Mehr und mehr, aber immer noch, am meisten doch noch die etwas Älteren, die sagen, wir haben viel Erfahrung, wir machen es gerne, um Camping zu machen. Jetzt sind wir zu zwei, wir haben schon mehrere Reisemobile gehabt und jetzt kaufen wir ein Kabel, weil wir gehen 3 Monate in Urlaub oder noch mehr und dann muss es wirklich top sein und wir wollen überall hingehen mit aller Komfort. So, bevor wir rausgehen, die Leute warten nämlich schon, zeigen wir noch einmal das Hubbett bitte. Das ist sexy, sage ich jetzt mal, denn das habt ihr so schön gelöst, man sieht es nämlich nicht. Es kommt aus dem Nichts. Und obendrauf habe ich natürlich eine Luke. Peter, komm, wir gehen raus, wir gönnen den anderen diesen tollen Anblick mal, dass wir das sehen und es fährt hoch, man hört es nicht. Das ist das Schöne, wenn ich hinten schlafe. Ich kann mich dann hinlegen und jetzt geht gleich das Licht an, gell? Ja, das geht alles vollautomatisch. Guck mal. So, komm, wir gehen raus, dass die Leute rein können. Sehr, sehr gerne. So, ja, liebe Fernsehzuschauer, das ist er, der Cabe TM Royal 780 LXL, 136.622 €, zulässige Gesamtmasse 4,5 Tonnen, zu fahren mit dem C, CE, C1E oder CE Führerschein in Europa und mit dem alten Dreier. Das ist ja das, was viele Deutsche kennen und hat unglaublich viel Serienausstattung. Ich halte mal kurz drauf für alle Standbildfreunde auf YouTube, die das mal schauen wollen. Peter, wenn ich so ein Auto kaufen möchte, ich will es ja auch mal Probe fahren, wie sieht es denn aus mit Vorführwagen? Habt ihr welche? Wir haben einige. Also bei unseren Händlern haben wir einige Reisemobile stehen, die man benutzen kann, ausprobieren kann. Ja? Und das Gesamtbild noch einmal komplett. Patricia, komm mal mit. Ich muss deine Meinung wissen. Das ist vorne Mercedes-Benz, sieht cool aus. Ja, also ich bin sowieso ein absoluter Mercedes-Fan. Warum? Ich weiß es nicht. Das ist halt einfach meine absolute Lieblingsmarke. Und das natürlich vereint dann noch zum Wohnen. Also besser kann es ja nicht sein. Ach, so, einfach mal ein bisschen stehen lassen. Ich könnte noch eine halbe Stunde hier einfach hier bleiben und zuschauen. Tschüss, Peter. Danke. Tschüss, danke.